Hallo, hier ist Sarah Schmid, wieder mit einem neuen Video. Ich bin die Autorin von diesem Buch, wer es noch nicht mitgekriegt hat. Unser Wochenbett ist jetzt vorbei. 8 Wochen ist er alt, der Kleine. Und das Wochenbett ist vorbei. Nicht mein Ding. Aber ich hatte gute Unterstützung und wollte mich auf dem Weg bei meiner Mama bedanken und bei meiner Schwiegermama und bei Leila und Sophie, die uns unterstützt haben. Und bei allen anderen, die ich jetzt nicht namentlich erwähnt habe, auch, die uns in kleinen und großen Dingen geholfen haben. Das hat die Sache doch machbar gemacht. Wie ihr seht, hat der Kleine gut zugenommen. Eigentlich wollte ich ihn für euch extra wiegen, aber ich habe es doch nicht geschafft. Hier ist zu viel los. Aber man sieht, glaube ich, auch so, dass er jetzt nicht unbedingt untergewichtig ist. Also, der entwickelt sich schon ganz gut so. Ja, vor 2 Wochen ungefähr hat er angefangen, uns anzulächeln und mit uns zu reden, in Anführungsstrichen. Also so, Agu, Uhu, wie Babys das halt so machen. Ja, nachts schläft er neben mir und dann schläft er gepuckt, weil dann schläft er besser und ruhiger. Und ich wollte euch mal zeigen, was das mit dem Pucken auf sich hat. Das hat ja eine lange Tradition, wenn man so alte Gemälde anguckt, dass die Babys so eingewickelt wurden. Bei den Ureinwohnern in Nordamerika hat man sogar so ein Cradleboard verwendet, also so ein Brett und festgeschnallt auf dem Brett. Es gibt vorgefertigte Pucksäcke, die man kaufen kann. Das fand ich aber nicht so praktisch, habe ich auch schon ausprobiert, aber die Babys wachsen da so schnell raus, dass man gleich wieder einen neuen braucht und die kosten auch Geld. Praktischer finde ich eine Decke, einfach eine große Decke. Ich habe da schon verschiedenstes verwendet, je nach Jahreszeit auch. Im Sommer nehme ich so ein Riesenhandtuch, weil man schwitzt ja und das Baby schwitzt auch, wenn es heiß ist. Und da ist so ein Handtuch, ein dünnes Handtuch, was schön groß ist, ganz praktisch. Für die Übergangszeit was halbdickes. Meine Mama hat so eine schöne Patchwork-Decke gemacht zum Pucken. Die mag ich sehr gern. Und wenn es kalt ist und Winter, oder jetzt auch schon so kühler, dann so eine ganz gewöhnliche Fließdecke. Die ist da gerade richtig. So, das ist eine normale Fließdecke. Also vom Format her sollte es mindestens 1,20 x 1,20 sein, also besser größer als kleiner. Sonst fehlt dann was. Ich mache euch das mal vor. Wie puckt man? Also jetzt nehme ich mal diese Fließdecke, die nehme ich nämlich zur Zeit. Das ist also eine ganz normale große Fließdecke. Sowas wie es bei Ikea auch gibt und überall. Die falte ich so halb, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, also die ist dann nur noch halb so groß. Dann lege ich die mir hin und sieht man es? Und tue das Baby da so mehr oder weniger in die Mitte drauf und falte dann eine Seite fest hier rum und stoppt das Ende so drunter. Also man muss schon ein bisschen fest machen. Das Baby soll sich gehalten fühlen und dadurch ist es dann auch ruhig und entspannt, wenn es sonst sich aufregt. Und dann die andere Seite so drum und runter. Je nachdem wie groß die Decke ist, ja, muss man das halt irgendwie drum kriegen. Auf jeden Fall, Hauptsache es ist schön fest hier oben. Hier unten lockerer ein bisschen und die Beine ein bisschen angewinkelt. Das ist bei einem Baby für die Hüften besser. Also nicht die Beine ganz stramm ausziehen und feste drum wickeln, sondern ein bisschen angewinkelt lassen. Das ist für die Hüftentwicklung günstiger. Ja, genau. So schläft er nachts. Nachts verwende ich auch noch Wegwerfwindeln, weil der nicht richtig aufwacht, wenn er mal muss, sondern nur so im Halbschlaf sich windet und ich schlafe dann auch besser, wenn ich nicht dran denken muss. Fürs Kaki wird er wach inzwischen.
dann packe ich ihn halt aus und halten ab. Wenn die Babys älter werden, dann erfahrungsgemäß wachen die dann auch das Pipi auf. Aber jetzt tut er das noch nicht so richtig. Tagsüber habe ich Stoffwindeln dran jetzt seit schon einigen Wochen und Backup und meine abhaltefreundliche Kleidung, die ihr hier auch sehen könnt. Da ist einmal eine Schlitzstrumpfhose und ein Body. Der Body, den muss ich nur aufknöpfen und darunter habe ich mein Backup, was ich einfach aufklappen kann. Hier muss ich einfach hochheben, ziehe dann hier drunter weg und hier ist meine Windel, die ich reinlege. Und hier kann ich aufklappen, abhalten und dann so wieder drunter stopfen. Und dann nur noch den Body zumachen. So, und dann ist es fertig. Ja, die Trefferquote, das Kaki, das fange ich eigentlich so gut wie immer. Die Pipis tagsüber so 70% würde ich sagen. Und da er ja ein Junge ist, haben wir immer noch die Herausforderung, dass der Strahl ziemlich weit geht und auch gern mal über den Topfrand. Aber es wird schon besser. Also das hat was damit zu tun, dass die Vorhaut bei so kleinen Jungs noch ziemlich eng ist und dann spritzt der Strahl ziemlich weit. Ich nehme dann meinen Finger und drücke das runter im Topf und dann, wenn ich aufmerksam bin, dann geht nichts daneben. Aber es ist schon besser. Also man merkt, dass die enge Vorhaut mit der Zeit ein bisschen wird immer weiter. Darf man auch nicht dran rumfummeln oder so. Die Vorhaut ist normalerweise bei so kleinen Babys am Anfang eng und wird mit der Zeit weiter und man darf da nicht rummanipulieren, sonst kann es da Probleme geben. Man kann alternativ das Baby dann auch über den Eimer halten oder auch über die Badewanne, wenn einem der Strahl zu sehr um die Ohren fliegt. Meine Schwester hat das so gemacht, über der Badewanne abgehalten, also geht auch. Aber ich nehme die Herausforderung mit dem Topf an und bin dann halt manchmal bepinkelt. Ja. Ach genau, ich wollte euch noch zeigen, was man mit der Fließdecke noch machen kann. So eine Fließdecke ist ganz praktisch für verschiedene Dinge. Da kann man auch das Baby tragen. Ich habe ja da gibt es die afrikanische Trageweise, die ohne Knoten auskommt. Die Original verwenden die Afrikanerinnen dafür solche Baumwolltücher. Die fand ich immer ein bisschen schwierig zum Halten zu kriegen, aber diese Fließdecke, die hält ziemlich gut. Ich mache euch das mal vor. So. Also, da haben wir jetzt hier diese Decke. Die breite ich aus und falte das obere Ende so zu einem Drittel ungefähr, je nachdem wie breit das Ganze auch ist, aber ungefähr so falte ich das also zusammen. So mir das hinten mit den Falten oben so mittig über den Bürzel, hätte ich jetzt fast gesagt, also hier hin. So, dann nehme ich mein Baby. Wenn man das übt, kann man das über dem Bett machen, wenn man Angst hat, man lässt das Baby fallen sonst. Also man hält es an dem einen Arm, ein und dann Hintern. Also man sichert es immer so und dann hüpft man sich das auf den Rücken. Beine verteilen, Hintern rausstrecken, damit es nicht fallen kann, mit einer Hand gleichzeitig halten und dann das Ganze hoch bis in den Nacken. So, jetzt halte ich ihn hier so. Jetzt kann er nicht runterfallen. Dann falte ich eine Seite rein, die andere drüber. Und der Trick ist, das Ganze nach außen zu drehen. Ich drehe das also nach außen und dadurch hält das sehr gut. Dann hinten ziehe ich den Stoff so weit runter, dass es halt über dem Baby gerade liegt. Unter den Po. Füße lasse ich rausgucken. Nehme die Enden nach vorn. Nehme die Enden nach vorn und verdrehe die hier vorne. Also über Kreuz. Einmal rum. Und dann stopfe ich mir das Ganze hier so drunter. So.
und das hält richtig gut. Geht schnell und schon vor allem die Schultern, weil die meisten tragen hängen auf den Schultern und ich bin dann irgendwann so verspannt hier oben, dass ich nicht mehr richtig kann. Und da finde ich das ganz praktisch, dass ich was ohne Träger habe. Ja, und das, dadurch, dass es eben, wie gesagt, ohne Knoten auskommt, kann ich das Ganze auch ganz schnell wieder abwerfen. Zum Beispiel, wenn ich den abhalten will oder wenn er schläft, kann ich den noch vorsichtig ablegen und dann schläft er weiter. So. Er trinkt jetzt auch in viel kürzerer Zeit die gleiche Menge oder mehr als am Anfang. Also wir hocken nicht mehr so viel beim Stillen da wie noch in der ersten Zeit. Ich stille ihn, wie gesagt, voll und nach Bedarf. Also ich habe keine Ahnung, wie oft ich ihn eigentlich stille, weil ich stille ihn einfach, wenn er Hunger hat. Nachts kommt er so 2-mal ungefähr, stillt dann und schläft weiter. Ja, dadurch, dass, also am Anfang hatten wir sehr viel Milch und weiß nicht wohin damit, aber jetzt ist es eingepegelt. Und dadurch laufe ich eigentlich auch nicht mehr aus. Die Stilleinlagen, die Wollstilleinlagen von Jasmin, die sind immer noch super. Und ich drücke dann immer die Seite ab, wo ich nicht stille, wenn die eine Brust sehr voll ist. Und dann ist das eine sichere Sache. Ja, beim Arzt waren wir bis jetzt nicht. Sieht ja auch ganz gesund aus, der Knabe. Und in so ein Wartezimmer, vor allem mit kranken Kindern, will ich mich auch nicht unbedingt setzen. Als aufmerksame Mama merkt man ja auch, ob es dem Baby gut geht oder nicht. Und da brauche ich keinen Onkeldoktor, der mir das bestätigt. Und für den Fall, dass mal wirklich was ist, habe ich auch einen Onkeldoktor. Ja, das war unser 8-Wochen-Update. Und mal gucken, wann ich wieder eins mache. Bis später. Tschüss.